Hallo ihr Lieben, ich bin Mizuki. Heute zeige ich euch, wie man Natto, das japanische Superfood, ganz einfach selbst zu Hause machen kann. Es klingt vielleicht kompliziert, aber mit ein paar einfachen Schritten bekommt man richtig leckeres, selbstgemachtes Natto. Perfekt für eure Gesundheit und mit vor allem authentischem Geschmack. Dann, los geht's! Was ist Natto? Bevor ich euch zeige, wie man Natto selbst macht, möchte ich kurz erklären, was Natto eigentlich ist, für alle, die es vielleicht noch nicht kennen. Natto sind fermentierte Sojabohnen, die in Japan traditionell zum Frühstück oder Mittag gegessen werden, oft mit Reis. Sie sind reich an Probiotika, Vitamin K2 und pflanzlichen Eiweiß, also ein echtes Superfood für den Darm und die Gesundheit. Klar, der Geruch und die schleimigen Fäden sind vielleicht nicht für jeden auf Anhieb ein Genuss, aber wer es liebt, liebt es richtig. Und ich liebe Natto abgöttisch. Natto ist außerdem gesund. Aber warum ist Natto eigentlich so gesund? Natto steckt voller wertvoller Nährstoffe. Es enthält viele Probiotika, die gut für die Darmflora sind und das Immunsystem stärken können. Außerdem liefert es eine große Menge an Vitamin K2, das wichtig für starke Knochen und ein gesundes Herz-Kreislauf-System ist. Wusstet ihr, dass Natto zur Vorbeugung von Osteoporose beitragen kann? In Japan werden Verstorbene traditionell kremiert. Es heißt, dass bei Menschen mit schwerer Osteoporose nach der Einnäscherung oft weniger Knochen zurückbleiben. Manchmal sind sie brüchig, beschädigt oder sogar teilweise zu Staub zerfallen. Mit seinem hohen Eiweißgehalt eignet es sich auch hervorragend für eine pflanzlich basierte Ernährung. Und das Beste? Natto ist ein natürlich fermentiertes Lebensmittel, also ohne künstliche Zusätze und voller lebendiger Enzyme. Natto ist in Japan vor allem als gesundes Lebensmittel bekannt. Viele essen es bewusst wegen seiner positiven Wirkung auf die Gesundheit, zum Beispiel auf die Verdauung, das Herz-Kreislauf-System und zur Vorbeugung von Osteoporose. Der enthaltene Wirkstoff Nattokinase soll sogar die Blutgerinnung regulieren und somit das Risiko für Thrombosen senken. Also ist Natto ein Superfood. Aber nicht nur das. Für viele Japaner gehört Natto auch einfach zur Esskultur. Es ist ein typischer Bestandteil des traditionellen japanischen Frühstücks. Es gibt auch Japaner, die Natto nicht mögen. Und natürlich gibt es auch Leute, die Natto einfach wirklich gerne essen, wegen seines einzigartigen Umami-Geschmacks und der cremig-klebrigen Konsistenz. Durch die gute Verfügbarkeit von Natto in Japan wird es oft als fester Bestandteil der Mahlzeiten verwendet. Auch in Deutschland gibt es in asiatischen Supermärkten fertiges Natto, allerdings kostet es dort 2 bis 3 Mal so viel wie in Japan. Deshalb habe ich angefangen, Natto selbst herzustellen. Und genau das möchte ich euch jetzt zeigen. Ein einfaches und leckeres Rezept für selbstgemachtes Natto. Natto herzustellen dauert mindestens 3 Tage, aber die einzelnen Schritte sind wirklich einfach. Am ersten Tag die Sojabohnen über Nacht im Wasser einweichen. Am zweiten Tag die Bohnen dämpfen oder kochen und anschließend fermentieren lassen. Am dritten Tag das fermentierte Natto im Kühlschrank reifen lassen. Bevor ich die Zubereitung im Detail erkläre, stelle ich euch zunächst die Zutaten und die benötigten Utensilien vor. Für das Natto selbst benötigt man 250 Gramm Sojabohnen und etwa 10 Gramm oder 15 Gramm fertiges Natto. Ich verwende in diesem Video Sojabohnen von Rapunzel im Bioläden oder bei Amazon. Je nach Sorte schmeckt Natto aber ein bisschen unterschiedlich. Mit meinem Joghurtbereiter kann ich bis zu 500 Gramm Natto herstellen. Wer häufig Natto isst, kann die gesamte Menge einfach verdoppeln. Zum Beispiel 500 Gramm Sojabohnen, 15 bis 30 Gramm fertiges Natto und 2 Esslöffel heißes Wasser. Für die Natto-Soße, Sojasauce, Mirin und Dashi-Pulver. Dashi-Pulver bekommt man in der Regel in asiatischen Supermärkten, bei Amazon oder manchmal auch in manchen großen Edeka-Filialen wie dem E-Center in der Asia-Abteilung wie auf dem Video.
Dashi no Moto von Marutomo. Da ich Dashi für viele japanische Gerichte brauche, bestelle ich mir gleich ein ganzes Kilo auf einmal bei Amazon. Ja, lange Haltbarkeit. Für selbstgemachtes Natto braucht man ein paar grundlegende Utensilien. Einen Schnellkochtopf oder einen normalen Kochtopf. Einen Joghurtbereiter, eine Schöpfkelle mit Löchern oder ein Sieb, einen Löffel und kleine Behälter, um das fertige Natto später portionsweise aufzubewahren. Übrigens, wenn man eine Umgebung schaffen kann, in der konstant eine Temperatur von etwa 40 bis 45 Grad für 24 Stunden gehalten wird, braucht man keinen Joghurtbereiter. Mit einem Joghurtbereiter lässt sich aber ganz einfach eine geeignete Umgebung für die Fermentation schaffen. Und da es bereits günstige Modelle ab etwa 30 € gibt, lohnt sich die Anschaffung auf jeden Fall. Je nachdem, ob man die Sojabohnen kocht oder dämpft und ob man dafür einen normalen Topf oder einen Schnellkochtopf verwendet, unterscheidet sich die Zubereitungszeit deutlich. Eine Übersicht mit den ungefähren Zeiten findet ihr in der Tabelle im Video. Übrigens sagt man, dass gedämpfte Sojabohnen im Vergleich zu gekochten intensiveren Geschmack haben und besser schmecken. Zum Fermentieren der Sojabohnen verwende ich einen Joghurtbereiter. Ich selbst benutze das Modell von Rosenstein und Söhne, das man günstig bei Amazon kaufen kann. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Für den Fall, dass dieses Modell ausverkauft ist, habe ich dort auch Alternativen verlinkt, die ebenfalls gut geeignet sind. Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Joghurtbereiter. Solche mit einem großen Behälter wie bei meinem Gerät und solche mit mehreren kleinen Portionsgläsern. Ich empfehle die Variante mit zwei großen Behältern. Der Grund: Natto-Bakterien sind sehr widerstandsfähig und lassen sich selbst durch Auskochen nicht immer vollständig entfernen. Um eine Verunreinigung beim Joghurtmachen zu vermeiden, ist es besser, ein separates Gefäß ausschließlich für Natto zu verwenden. Mit einem großen Behälter, den man nur für die Natto-Herstellung nutzt, ist man daher auf der sicheren Seite. In diesem Video zeige ich euch, wie man Natto mit einem solchen großen Behälter in einer einzigen Behälter herstellt. Ab jetzt zeige ich, wie man Natto auch zu Hause ganz leicht selbst machen kann. Bis das Natto fertig ist, dauert es mindestens 3 Tage. Ich erkläre euch Schritt für Schritt, was an jedem Tag zu tun ist. Tag 1. Am ersten Tag müssen die Sojabohnen lediglich über Nacht in Wasser eingeweicht werden. Dazu spüle ich 250 Gramm Sojabohnen in einer großen Schüssel gründlich mit Wasser und bedecke sie anschließend mit etwa der doppelten Menge Wasser. Die Bohnen sollten für etwa 12 bis 18 Stunden einweichen. Am besten bereitet man das am Abend vor dem Tag der Fermentation vor. Am nächsten Tag sollten die Sojabohnen etwa auf das Doppelte ihrer ursprünglichen Größe angeschwollen sein. Tag 2. Zuerst werden die Sojabohnen, die 12 bis 18 Stunden im Wasser eingeweicht wurden, leicht abgespült. Dabei entferne ich die losgelösten Schalen. Anschließend werden die Bohnen entweder in einem normalen Topf oder im Schnellkochtopf gekocht oder gedämpft. Ich verwende einen Schnellkochtopf, um Zeit zu sparen. Dafür gebe ich Wasser in den Schnellkochtopf und lege die Sojabohnen in ein Sieb hinein. Dann verschließe ich den Deckel und lasse sie nach dem Erreichen des Drucks etwa 30 bis 50 Minuten dämpfen. In meinem Fall beträgt die Dämpfzeit 40 Minuten. Plus die Zeit, bis der Druck vollständig abgebaut ist. Wenn ich die Bohnen stattdessen mit einem Schnellkochtopf koche, beträgt die Kochzeit 15 Minuten in meinem Fall. Wenn man die Bohnen zu lange kocht, werden sie zu weich und verlieren an Geschmack. Außerdem lässt sich die Schale beim Kochen leichter lösen. Die abgelösten Schalen können ruhig mit fermentiert werden. Sie fallen später kaum auf und beeinträchtigen den Geschmack nicht. Zudem enthalten die Schalen viele Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe, weshalb sie ruhig mitgegessen werden können. Je nach Bohnensorte, Material des Topfs und der Hitzequelle kann die Koch- bzw. Dämpfzeit variieren. Verwendet daher die Tabelle bei 6 Minuten 23 im Video nur als Richtwert. Am besten ist es,
wenn die Bohnen sich leicht mit leichtem Druck zwischen den Fingern zerdrücken lassen. Das ist ein guter Anhaltspunkt. Kurz bevor die Sojabohnen fertig gedämpft sind, koche ich Wasser auf und übergieße die Utensilien, die man verwendet, mit kochendem Wasser. In meinem Fall sind das ein großer Behälter von Joghurtbereiter, ein Löffel sowie ein Schaumlöffel oder ein Sieb. Beim Fermentieren brauchen die Natto-Bakterien etwas Sauerstoff. Daher sollte man den Behälter nicht komplett luftdicht verschließen. Stattdessen decke ich ihn mit einem Stück Küchenpapier oder einem sauberen Tuch ab. Auch diese Abdeckung sollte möglichst sauber sein. Ich erhitze das nasse Küchenpapier etwa 1 Minute in der Mikrowelle, um es etwas zu sterilisieren. Solange das Papier nicht direkt das Natto berührt, ist das aber völlig unproblematisch, denke ich. Als nächstes bereite ich die Natto-Bacills vor. Damit beginne ich kurz bevor die Sojabohnen fertig gegart sind. Da das im Ausland erhältliche Natto meistens tiefgefroren ist, sollte man es vor der Verwendung etwas antauchen lassen. So lässt es sich leichter portionieren. Für 250 Gramm Sojabohnen verwende ich etwa ein Viertel einer Packung fertiges Natto, das entspricht ungefähr 10 bis 15 Gramm. Ich gebe 13 Gramm fertige Natto in den Behälter meines Joghurtbereiters und füge ein Esslöffel kochendes Wasser hinzu. Dann rühre ich alles mit einem zuvor sterilisierten Löffel gut um. Die Flüssigkeit wird dabei milchig weiß, das ist die Natto-Bacills. Übrigens, gekauftes Natto braucht man nur beim ersten Mal. Danach kann man einfach 10 Gramm oder 15 Gramm von selbstgemachten Natto als Starter Natto-Bacills verwenden. Sobald die Sojabohnen fertig gegart sind, mischt man sie noch warm gründlich mit den Natto-Bakterien. Achtung, wenn ihr einen Schnellkochtopf benutzt, wartet unbedingt, bis der Druck vollständig abgebaut ist, bevor ihr den Deckel öffnet. Wenn sich die Bohnen mit dem Finger zerdrücken lassen, sind sie gar. Zuerst gebe ich die Hälfte der gekochten Sojabohnen in den Behälter und vermische sie sorgfältig mit den Natto-Bakterien. Danach füge ich die restlichen Bohnen hinzu und rühre alles gleichmäßig durch. Wenn alles gut vermischt ist, führe ich Natto in den Behälter des Joghurtbereiters und decke es mit einem sauberen, desinfizierten Küchenpapier oder einem Tuch ab. Den Deckel des Joghurtbereiters lege ich nur locker drauf, sodass etwas Luft hineinkommen kann, denn für die Fermentation ist Sauerstoff notwendig. Wenn man einen Joghurtbereiter mit mehreren kleinen Portionsbehältern verwendet, verteilt man die angemischten Natto einfach in die einzelnen Gläser. Auch hier gilt, die Deckel nicht fest verschließen, sondern nur locker auflegen. Zum Schluss stelle ich die Temperatur des Joghurtbereiters auf 40 bis 45 Grad ein und die Zeit auf 24 Stunden und lasse alles ab jetzt in Ruhe fermentieren. Mein Joghurtbereiter erlaubt eine freie Einstellung von Temperatur und Zeit, deshalb wähle ich immer 45 Grad für 24 Stunden. Damit ist es bei mir bisher noch nie gescheitert. Außerdem achte ich darauf, dass die Fermentation während meiner aktiven Tageszeit endet, damit ich am nächsten Tag das fertige Natto anschließend direkt portionen kann. Zum Beispiel stelle ich den Joghurtbereiter um 13 Uhr ein, sodass die Fermentation am nächsten Tag um 13 Uhr abgeschlossen ist. Tag 3. Am dritten Tag ist nur noch wenig zu tun. Das fertige Natto wird einfach in kleine Behälter aufgeteilt und in den Kühlschrank gestellt. Nach 24 Stunden Fermentation sollte die Oberfläche leicht angetrocknet und etwas weißlich geworden sein. Wenn man das Natto mit einem Löffel umrührt und Fäden zieht, ist es gelungen. Man kann es theoretisch sofort essen, aber nach 1 bis 2 Tagen im Kühlschrank zieht der Geschmack noch viel besser durch und es wird aromatischer. Deshalb portioniere ich das Natto direkt in kleinen Mengen in einzelnen Tupperballen und lasse sie alle einen Tag im Kühlschrank ruhen. Am nächsten Tag beginne ich mit dem Verzehr. Die Portionen sollten dann innerhalb von 5 bis 7 Tagen aufgebraucht werden. Was ich in dieser Zeit voraussichtlich nicht schaffe zu essen, friere ich einfach ein. Im Gefrierschrank hält es sich etwa einen Monat.
Übrigens enthält eine handelsübliche Packung Natto 40 Gramm. Da auch meine Tochter manchmal mit isst, teile ich die Portion bei uns immer auf 60 Gramm auf. Zu viel Natto zu essen ist aber ebenfalls nicht empfehlenswert. Für gesunde Erwachsene gilt eine tägliche Menge von etwa 40 Gramm, höchstens jedoch 80 Gramm als sinnvoller Richtwert. Damit die Oberfläche nicht austrocknet, lege ich ein kleines Stück Frischhaltefolie darauf. Übrigens, die kleinen Dosen, in die ich Natto fülle, habe ich bisher nie mit kochendem Wasser desinfiziert und hatte damit auch noch keine Probleme. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann sie aber gern vorher kurz mit heißem Wasser übergießen. In seltenen Fällen kann selbstgemachtes Natto nach der Fermentation einen Ammoniakgeruch entwickeln. Dieser Geruch verschwindet meist, nachdem Natto über Nacht im Kühlschrank gelagert wurde. Wenn der Geruch jedoch zu stark ist oder sich blauer, grüner oder schwarzer schimmelähnlicher Belag gebildet hat, ist bei der Fermentation vermutlich etwas schiefgelaufen. In solchen Fällen sollte man sicherheitshalber auf den Verzehr verzichten. Und damit ist mein selbstgemachtes Natto fertig. Jetzt kann man es nach Belieben genießen, zum Beispiel klassisch mit Reis und Natto-Soße oder als Natto-Sushi und so weiter. Zum Schluss zeige ich euch noch schnell die Soße, die ich persönlich am einfachsten zu Natto zubereite. Es gibt verschiedene Varianten, Natto-Soße zuzubereiten. Hier zeige ich euch meine einfache Variante. Um den Geschmack zu intensivieren, verwende ich Dashi-Pulver. Wenn man aber kein Dashi zu Hause hat, kann man ihn einfach weglassen. Für 1 bis 2 Portionen Natto braucht man 1 bis 1,5 Teelöffel Sojasauce, 1 Teelöffel Mirin und 1 oder 2 Prise Dashi-Pulver. Man kann die Soße leicht in der Mikrowelle erwärmen oder kochen, um das Dashi-Pulver besser aufzulösen und um den Alkohol im Mirin zu verdampfen. Dann kann man jetzt Natto genießen. Ich liebe es, Natto mit fein gehackten Frühlingszwiebeln zu essen. Deshalb mische ich Natto mit Frühlingszwiebeln sowie Soße gut und genieße das Ganze zusammen mit Reis. Und nun sieht mein Natto so aus. Sehr lecker. Und das war's. So einfach könnt ihr leckeres, selbstgemachtes Natto zu Hause machen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt Lust bekommen, es selbst auszuprobieren. Wenn ihr Fragen habt oder eure Ergebnisse teilen möchtet, schreibt mir gerne in die Kommentare. Vergesst nicht, dem Video einen Like zu geben und meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr japanische Kochvideos und viele kulturelle Unterschiede zwischen Deutschland und Japan sehen möchtet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dann, ciao! ありがとうございました。